Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast mit euch, mir, der Molly, deinem Hund Biene. Ich weiß nicht, ob man ihn hören kann. Und dir, liebe Biene. Hallo, lieber Benny. Ja, und für alle, die den Hund hören, der ist sehr, sehr alt und hat gerade ein paar Probleme, deswegen musste er in meiner Nähe sein. Aber ich glaube, das verzeihen die Leute. Das geht auf jeden Fall, ja. Wir haben ja das letzte Mal oder eine der letzten Mal im Podcast gemacht, da ging es um die Merkaba und da haben wir auch die 21 und 18 Aspekte erwähnt. Genau. Und super interessantes Thema, finde ich persönlich. Heute, unserem Podcast, möchten wir mal so einen Überblick über die 21 Aspekte geben, kurz angeschnitten. Aber nur kurz angeschnitten, weil man könnte natürlich zu jedem einzelnen Aspekt einen langen Vortrag halten, weil die Aspekte bilden die Merkaba. Aber das wäre natürlich, also das würde Stunden dauern. Genau. Deswegen nur kurz. Genau, kurz. Und wir können ja überlegen, dann später vielleicht nochmal auf einzelne Aspekte. Ja, oder die Leute schreiben uns. Weißt, wenn sie schreiben in den Kommentaren, wenn jetzt mehrere schreiben, erzähl doch mal bitte etwas mehr über den und den Aspekt, dann können wir uns überlegen, ob wir das machen. Okay, gut, Biene. Dann fangen wir an mit dem ersten genannten Aspekt, das ist der körperliche Aspekt. Der körperliche Aspekt ist der Aspekt, der eben unsere Körperlichkeit, die Körperlichkeit in sich eingebettet hat als Energie und vor allen Dingen als Energiemuster. Das Interessante vielleicht für die Leute ist, dass der körperliche Aspekt der einzige Aspekt ist, der eigentlich nicht der Merkaba zugehörig ist und auch nichts von früheren Leben dort eingebettet wird. Interessant, ja. Viele denken mal beim körperlichen Aspekt an den physischen Körper, das ist es aber nicht. Es geht da wahrscheinlich mehr ins Meridiansystem, Energiebahnen und so, ne, die diese Grundlage schaffen. Genau. Okay, gut. Gut, und dann gibt es den weiblichen und männlichen Aspekt. Genau, der die weibliche und männliche Energie trägt, die jeder Mensch ja braucht. Also es gibt nicht nur bei einer Frau die rein weibliche Energie und bei einem Mann die rein männliche Energie, sondern jeder Mensch trägt beide Energien in sich. In der Regel ist es so, dass eine weibliche Person mehr weibliche Energie trägt und eine männliche Person mehr männliche Energie. Aber es kann auch genau andersrum sein. Und da wird viel eingebettet, also bei dem weiblichen Aspekt kann man sehr viel eben diese Sanftmut zum Beispiel sehen. In dem männlichen Aspekt Kraft, ist mehr energetische Kraft eingebettet, aber die spielen auch zusammen und wirken auch zusammen. Und das heißt jetzt nicht, dass ein Mann mehr Kraft und eine Frau mehr Sanftmut trägt, sondern das wird halt in diesen Aspekten männlich und weiblich zugeordnet und die Aspekte verbinden sich, um dass die Energien gemeinsam sozusagen verschmelzen und wirken können. Genau. Der Seelenaspekt. Ja, das ist der fühlbarste Aspekt in uns. Das ist unser ureigenster Aspekt, in dem wirklich sehr, sehr viel auch eingebettet ist an Energie und Erinnerungen von früheren Leben. Und der Seelenaspekt ist für so vieles zuständig, dass das tatsächlich die Zeit sprengen würde. Aber es ist vielleicht wichtig für die Leute zu wissen, dass immer dann, wenn man andere Aspekte nutzt, automatisch der Seelenaspekt mit verbunden ist, sonst würde man nichts fühlen. Es ist ein Aspekt zum Fühlen und auch zum Überprüfen der Gefühle. Was wir meine, zum Beispiel Intuition oder Inspiration. Ja, wird auch sehr oft erwähnt, ne? Der Ursprungsaspekt. Der Ursprungsaspekt ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, weil der alle Prägungen und alle Fähigkeiten, alle energetischen Muster, die du bei deiner Erschaffung erhalten hast, dort eingebettet sind. Unter anderem auch die Energie des Schutzengels. Botschafter der Liebe. Ist alles dort eingebettet. Der Christusaspekt. Der Christusaspekt ist ein sehr wichtiger Aspekt, seit in unserer
Kultur, also das ist mir auch, dass wir sagen, Jesus, Gottes Sohn, geboren worden ist, hat dieser Aspekt, ist er umbenannt worden. Vor dieser Zeit hat dieser Aspekt noch anders geheißen. Kannst du das auch sagen, wie? Nein. Gut. Das würde jetzt keiner verstehen. Mhm. Das hat Priestersprache. Okay. Gell? Und dort ist alles eingebettet worden, was dich verbinden soll, den Schleier der Dualität zu durchbrechen. Also dich näher zu der Wirklichkeit bringen und tragen. Also braucht sich auch keiner, der einer anderen Religion zugehörig ist, denken, dass er diesen Christus-Aspekt nicht hat, weil er eben eigentlich ursprünglich was anderes anders genannt wurde. Genau. Okay. Dann der Gewahrseinsaspekt. Der Gewahrseinsaspekt, der wird oft gar nicht genannt, gell? Also wird selten genannt. Der Gewahrseinsaspekt ist, dort ist eingebettet, was den meisten Menschen zu dieser Zeit noch verschlossen bleibt. Also es geht tiefer als jetzt eine Weisheit und im Gewahrseinsaspekt sind sehr viele Codes gespeichert, die irgendwann mal sich öffnen. Also ähnlich dem Solavana-Tempel eigentlich, ne? Ja. Vom System her. Ja. Dann der Engelsaspekt. Der Engelsaspekt, dort ist ein sehr schöner und auch ein sehr fühlbarer Aspekt. Dort ist eingebettet, also immer dann, wenn du in Kontakt trittst mit irgendwelchen lichten Wesen, und so entsteht ja auch für viele Menschen eine tiefe Verbindung zu einem bestimmten Engel. Also das hört man ja auch ganz oft. Ich habe eine ganz tiefe Verbindung zu Engel Raphael. Das liegt dann zum größten Teil daran, dass man sich sehr oft mit dieser Energie verbindet und die dann im Engelsaspekt eingebettet wird. Und der Engelaspekt gibt sofort frei in dem Augenblick, wo du dich für die geistige Welt öffnest. Und dann tritt diese Energie hervor, mit der du halt viel schon gewirkt hast. Der Sevaya-Aspekt. Sevaya-Aspekt ist der wichtigste Aspekt in uns, weil dieser Sevaya-Aspekt in ganz starker Verbindung zu den Sevaya-Engel steht und dieser Aspekt ermöglicht, dass ein hohes Licht aus dem Universum in die Dualität überhaupt inkarnieren kann und von dort auch wieder gehen kann. Ist in menschlichen Worten gesprochen für Leben und Tod verantwortlich. Der Weisheitsaspekt. Der Weisheitsaspekt ist sehr eng verbunden mit dem Seelenaspekt, möchte man gar nicht glauben, ist aber so. Und im Weisheitsaspekt ist ganz viel eingebettet von früheren Inkarnationen, was du erlebt hast, was du an guten Erfahrungen und Weisheiten eben gewonnen hast, was dich weitergebracht hat, deine energetischen sogenannten Höhepunkte, die du erlebt hast. Du kannst ja auch in einem früheren Leben schon mal erwacht sein, zum Beispiel. Das wird alles im Weisheitsaspekt gespeichert. Das ist eine Matrix, also ist eine große Kristallbibliothek in dir. Schön. Der Erleuchtungsaspekt. Der Erleuchtungsaspekt ist ein Aspekt, der gewährt, dass du die Grundenergie, die auf dem Planeten gemessen wird oder sozusagen zirkuliert, dass du dich der anpassen kannst. Also wo 1987 die erste Lichtkörperstufe aktiviert wurde, war dieser Aspekt zum Beispiel sehr wichtig. Und jetzt ist es sehr wichtig mit Samatha. Das ist die höchste Energie, die es derzeit auf unserem Planeten gibt. Wird wieder gewährleistet, dass du dich der Energie anpassen kannst. Also das macht dieses Aspekt. Also wahrscheinlich könnte man den auch wieder umbenennen in Anpassungsaspekt zum Beispiel, ne? Ja. Hat wieder ein Wort, ne? Das sind Worte. Genau. Das sind immer Worte. Also wenn man das in den Tönen der geistigen Welt wiedergeben würde, wird es keiner verstehen. Eben. Also das. Oder Angleichungsaspekt, halt auch sehr schön, ne? Okay, dann der nächste ist der hohe Selbstaspekt. Ja, ist eigentlich das, was
was der Name sagt, trägt die Energie des Hohen Selbstes. Der Fähigkeitsaspekt? Auch ein wichtiger Aspekt, auch sehr verbunden mit dem Seelenaspekt, mit dem Weisheitsaspekt. Ja, dort sind all deine Fähigkeiten eingebettet, aber auch die Fähigkeiten, die du von anderen Leben mitgebracht hast. Also nicht nur die du jetzt erworben hast, sondern die du auch in dir trägst von anderen Leben. Und die bei deiner Erschaffung mitgegeben worden sind. Und die dir bei der Erschaffung, genau, das hätte ich jetzt fast vergessen, das ist fast das Wichtigste. Ja, die dir mitgegeben worden sind. Aber jeder Mensch kann sich ja in seiner Fähigkeit auch als Mensch entwickeln. Gell? Das ist auch wichtig. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Das war ja sonst furchtbar. Der Erwachungsaspekt. Erwachungsaspekt. Also der Erwachungsaspekt ist die höchste Stufe der Energie, die du als Mensch in der Dualität erreichen kannst. Und das hat jetzt nicht so viel mit dem Erwachen zu tun, was wir als Erwachen, was uns bekannt ist als Erwachen, was wir als Wort nutzen bei unseren Schritten oder was die geistige Welt sagt, sondern das ist ähnlich wie beim Samatha-Tempel. Es muss eine Grenze geben, die sozusagen gewährleistet, dass eine Energie sich in dir nicht erhöht, ohne dass dir was passiert. Und trotzdem erlaubt dir dieser Erwachungsaspekt bis an die Grenze dieser höchsten Energie zu gehen. Und Samatha ist ja muss immer etwas höher sein als die Erdenergie. Ja? Und bei diesem Aspekt ist es einfach, man könnte auch sagen, wenn man jetzt ein anderes Wort nehmen würde, lass ich mich schon von dir anstecken, ja. Ein Regelungsaspekt. Ja, auch ein Aspekt, der Acht gibt auf dich. Weißt, es ist ja so viel mehr möglich, als wir uns vorstellen mit unserem Verstand. Und es muss etwas in uns geben, was dann auch sagt, stopp, bis hierher und nicht weiter. Dann sonst passiert was. Ja, schön, dass so viel Weisheit bei uns ist, ne? Ja. Dass uns auch nichts passieren kann, in welche Richtung auch immer wir gehen. Der Allmachtsaspekt. Der Allmachtsaspekt, das wird ein Aspekt, der zumindest bei unserem Weg ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, weil dort ist die ganze Mystik eingebettet. Also die Magie ist dort eingebettet. Wenn es tiefe Einweihungen gibt, gehen die immer alle erstmal in den Allmachtsaspekt. Und dann wird es verteilt, aber es fließt erstmal in den Allmachtsaspekt. Also der Allmachtsaspekt ist ein sehr tragender Aspekt, der sehr, sehr viel Energie aufnehmen kann, wie zum Beispiel göttliche Attribute. Auch interessant. Der Erneuerungsaspekt. Der Erneuerungsaspekt, in früheren Inkarnationen war der Erneuerungsaspekt sehr, sehr wichtig, weil die Menschen sich nicht wie bei uns jetzt in dieser Inkarnation und auch in ganz vielen vorherigen Inkarnationen und Zeitzyklen schon, gab es auch Zeitzyklen wie Atlantis, wo die Menschen sich erneuert haben, wo sie praktisch nicht gestorben sind, sondern einen Prozess durchlaufen haben, wo sie sich erneuern. Für die damalige Zeit war dieser Erneuerungsaspekt zuständig. In der heutigen Zeit ist der Erneuerungsaspekt zuständig, um das sozusagen die körperlichen, energetischen Sachen sich verändern können. Biorhythmus zum Beispiel? Genau, zum Beispiel. Kann man dann auch sagen, dass der Erneuerungsaspekt vielleicht etwas kleiner ist, als er früher einmal war, zu Atlantis-Zeiten? Genau. Genau. Dafür ist jetzt der Christus-Aspekt. Weißt du, also viel größer geworden. Aber man kann nicht einfach Aspekte auswechseln. Also das, weißt du, wie ich meine? Also man kann nicht sagen, der Erneuerungsaspekt ist jetzt nicht mehr wichtig, jetzt holen wir einen anderen Aspekt, das geht nicht. Und das ist oftmals so in unserem System, wenn man Lichtkörper anschaut, also ich sehe es ja immer wieder, dass manchmal sind Muster zu erkennen, wo man von dieser Zeitqualität sieht, okay, diese Aspekte sind jetzt gerade sehr, sehr
am Zirkulieren. Das bedeutet, es hat immer irgendetwas mit der Zeitenergie zu tun. Und in anderen Zeiten sind es wieder andere Aspekte. Also das ist selbst in dieser Inkarnation unterschiedlich. Kann man den Erneuerungsaspekt, jetzt gehen wir natürlich schon wieder ein bisschen ins Detail rein, so darf man und kann man diesen Erneuerungsaspekt anfeuern? Ja, das darfst du, sollst du und ist auch gut. Und würde das dann auch dorthin führen, dass man sich tatsächlich auch wieder erneuern kann, auch physischer Art? Ja, also ich meine, es ist natürlich ein langwieriger Prozess. Es geht jetzt nicht, das geht nicht von heute auf morgen, aber es geht zum Beispiel auch, was ja viele nicht glauben, die Menschen in der Dualität, die dann sagen, solche Spinner oder die sind so verrückt oder so, da geht es auch in Richtung Verjüngung. Also wenn zum Beispiel Lingam, das ist ja eine Energie, die schon in Atlantis verwendet wurde, war ja auch schon mal, dass Lingam Energie über uns ausgeschüttet wurde, die geht dann in den Erneuerungsaspekt. Und weil ich jetzt weiß, dass wahrscheinlich die Frage kommen wird, wie verbinde ich mich dann mit meinem Erneuerungsaspekt? Was mache ich dann da genau? Naja, wie man sich halt mit allen Aspekten verbindet. Das ist ein Prozess, der immer gleich ist, egal was man macht. Es ist wichtig, dass du ins vereinigte Chakra gehst, dass du dich mit deinem Gottesfunken verbindest, dass du bei dir bist. Am besten ist es noch tatsächlich die persönliche Engelsgruppe anzurufen und dann verbindest du dich einfach mit der Energie von diesem Aspekt. Okay. Und da kannst du auch zum Beispiel immer den Fähigkeitsaspekt mit dazu tun. Das ist ganz gut, weil der Fähigkeitsaspekt kann zum Beispiel, wenn jetzt in einem Erneuerungsaspekt Lingam eingebettet worden ist, kann der Fähigkeitsaspekt und der Allmachtsaspekt, wenn die sich verbündeln, können die praktisch diese Energie ausdehnen. Das könnte jetzt wiederum ein Weisheitsaspekt nicht. Das ist eine Wissenschaft für sich sozusagen. Ja, genau. War schön, dass du mal kurz einen Einblick gegeben hast, dass die Leute merken, dass es natürlich noch sehr viel, viel tiefer geht, das Ganze. Ne? Ja. Der nächste, der Wirkungsaspekt. Also der Wirkungsaspekt könnte man jetzt meinen, dass das auch damit zu tun hat, dass man jetzt spirituell ins Wirken kommt. Könnte sein, dass auch so eine Energie mit eine Rolle spielt, aber dafür ist der Wirkungsaspekt eigentlich nicht da. Der Wirkungsaspekt hat energetische Einbettungen von dem, was du mal warst. Also was du praktisch, wenn du in Atlantis ein Krieger warst, ein lichter Krieger, dann wird es dort eingebettet. Oh. Und da ist es auch wieder so, also da müsste man jetzt mit allen anderen Aspekten, das wäre jetzt eine ganz andere Kommunikation und ein ganz anderer Podcast, als wie wir den machen. Beim Wirkungsaspekt braucht es wiederum andere Aspekte, dass diese Energien sich ausdehnen. Und in dem Fall wäre es der Engelsaspekt. Und wahrscheinlich auch der Seelenaspekt, ne? Der sollte sowieso fast immer dabei sein. Der ist auch automatisch dabei bei vielen Sachen. Deswegen spreche ich es gar nicht so an, weil der Seelenaspekt, das sind ja alles lebendige Energien. Aber der Engelsaspekt hat bei dem Wirkungsaspekt spielt der schon eine wichtige Rolle und auch der Erwachungsaspekt. Gut. Dann der Verbindungsaspekt. Also der Verbindungsaspekt ist einmal, der hat mehrere Funktionen. Einmal wird der Verbindungsaspekt ist dafür zuständig, dass sich Aspekte auch miteinander verbinden können. Das ist jetzt einmal was Grundsätzliches, weil Verbindungen von Energien in unserem System etwas sehr Wichtiges ist. Wenn sich Energien nicht untereinander verbinden, kann das verheerende Folgen haben für uns Menschen. Und diese Verbindungen müssen geschafft werden, damit unser Lichtsystem, unser energetisches System überhaupt funktioniert. Dafür ist der Verbindungsaspekt da und das macht dieser Verbindungsaspekt auch. Aber er verbindet dich auch gleichzeitig mit allem, was ist. Das ist auch wichtig. Also so dieses große Ganze, es bezieht sich nicht nur auf uns, sondern auf alles, was energetisch, die ganzen energetischen Prozesse. Jetzt nochmal für alle Zuhörer,
wir haben jetzt die 18 Aspekte einmal durchgegangen. Das sind eigentlich die Aspekte, also man spricht ja immer von Avataren auf dem Planeten, ne? Wenn alle 18 Aspekte schwingen, aktiviert sind, lebendig sind, sich miteinander verbinden können, ist man so ein Avatar auf Erden, der mit seinen vollen Gottesfähigkeiten lebt, oder? Ja, aber das ist eher Schlicht. selten. Gut, ist sehr selten. Ja. Es gibt Momente, wo das dann entstehen kann, oder? Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu weit vom Thema abweiche, aber ich war jetzt gerade erst in Südengland, um mich vom Festival ein bisschen zu erholen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und natürlich, wenn ich nach Südengland fahre, ist Chalice Well und was die meisten ja auch kennen, sehr wichtig, aber auch Glastonbury besucht man dann halt einfach, ja. Und da ist mir aufgefallen, dass man auf so vielen Plakaten oder in diese Schaufenster, wo halt Werbung ist und so, einfach liest, dass Menschen sagen, sie sind die Reinkarnation von Jesus zum Beispiel. Und ich will jetzt keinen absprechen oder das muss jeder für sich wissen, ob er denkt, er ist die Reinkarnation von Jesus. Aber ich persönlich weiß halt, es ist ein schwieriges Thema und also mir ist es nicht bekannt, dass es eine Reinkarnation von Jesus gibt. Und ich glaube, ich wüsste es schon. Und genauso ist es mit den Aspekten. Weißt, also es gibt, also ein Sai Baba, würde ich mal sagen, hatte die Kraft, Stärke und die Fähigkeit, alle Aspekte miteinander zu verbinden, wenn er gewirkt hat. Aber wie gesagt, das ist eher selten. Es gibt Augenblicke, wo das so ist, aber diese Verbindung hält nicht ewiglich an. Ja, das ist bei die aller selten, also wirklich. Mhm. Mein Lehrer war so einer, muss ich jetzt auch sagen, ja, der ist einer, der hat alle Aspekte verbunden. Aber so jetzt kenne ich persönlich wenige. Das wollte ich jetzt einfach nochmal dazu sagen. Gut. Das ist ja gut. Und dann gibt es ja noch die 3 Aspekte, die im Universum zurückgeblieben sind. Genau. Aus welchem Grund? Um uns daran zu erinnern, dass wir nicht alleine sind, dass die Verbindung aufrechterhalten wird und Energien ausgetauscht werden. Wo das ganze Experiment ja auch stattgefunden hat, hat ja auch keiner gewusst, was bedeutet das auch eigentlich alles. Also es sind vieles, was im Universum geschieht und geschehen ist, über was wir heute sprechen, ist eine Folge davon, dass wir ein junges Universum sind und ein großes Experiment stattgefunden hat. Und diese 3 Aspekte helfen uns dabei, uns zugehörig zu fühlen. Schön, ne? Ja. Und aus meiner Erinnerung weiß ich, dass zum Beispiel der Ursprungsaspekt natürlich einmal dabei ist. Den gibt es ja auch in den 18 Aspekten. Das sind sozusagen die 2 Seiten, die sich dann treffen. Dann gibt es den Lichtaspekt. Da hast du, glaube ich, früher mal gesagt, das ist dem körperlichen Aspekt zugeordnet, ne? Den körperlichen Aspekt, den gibt's ja eigentlich gar nicht. Ja, den körperlichen Aspekt schon, bei den genau. Also die Lichtstruktur der Form, ganz genau. Form, ne? Also den Körper, also das muss man einfach wissen, dass das ja gar nicht geplant war, dass es in der Dualität einen Körper gibt. Das hat sich ja erst entwickelt. Genau. Okay. Und dann ist nochmal dieser Sevaya-Aspekt, der ja so wichtig ist, wie du gesagt hast. Für Leben und Sterben. Den gibt's auch auf beiden Seiten sozusagen. Auf beiden Seiten, weil die Sevaya-Engel ja auch sozusagen diese ganzen Energien, wenn die Aspekte sich zusammengefalten haben, wenn ein Mensch in der Dualität stirbt, tragen die Sevaya-Engel diese Energie ins Universum und da spielt der Sevaya-Aspekt, der zurückgeblieben ist, eine große Rolle. Also Biene, ich glaube, da kommen viele Fragen. Ja, wahrscheinlich. Es ist aber auch wirklich spannend, ne? Ja, und es ist halt sehr komplex, weil jeder Aspekt hat so viele Aufgaben und was halt auch, da bleibt halt, oder ich habe die Zeit nicht dazu, dass man auch, könnte man jahrelang eigentlich darüber sprechen, welche Aspekte gehören zusammen, um das Bestmögliche für einen Menschen zu tun oder herauszuholen. Ja? Und aber das sind Kombinationen, die sind so vielseitig, Benni. Jetzt hast du es erwähnt.
Na gut. Ja, also ich bin gespannt, was dann in den Kommentaren Ja, ich geschieht. auch. Nee, dann freue ich mich aufs Seid nächste lieb Mal. zueinander. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Benny.